Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. Heute gibt es die Review zu dem großartigen Film Frankenstein Zweikampf der Giganten von 1966. Dieser Film ist etwas Besonderes im Toho-Universum, da er wahrscheinlich derjenige ist, der die meisten Verweise zum Horrorgenre hat und daher ein echtes Schwergewicht ist. Federführend für dieses Meisterwerk waren Regisseur Ishiro Honda, Spezialeffektemeister Eiji Tsuburaya, Komponist Akira Ifukube und Produzent Tomoyuki Tanaka. Vor der Kamera sehen wir Russ Tamblyn als Dr. Stewart bzw. im Deutschen als Dr. Kitai, Kumi Mitsuno als Akemi Tokawa, Kenji Sahara spielt Dr. Yuzo Mamiya und Jun Tazaki mimt den General Hashimoto. Für die zwei Kaijin waren die beiden Suit Actor Haruo Nakajima als der grüne Gaira und Hiroshi Sekita als der braune Sanda verantwortlich. Hier muss kurz ein Unterschied erklärt werden. Im Japanischen werden riesige Lebewesen als Kaiju bezeichnet, was unbekanntes riesiges Tier bedeutet. Dazu zählen beispielsweise Godzilla, Rodan und Mothra. Menschenähnliche riesige Lebewesen, so wie hier gezeigt, werden als Kaijin bezeichnet. Doch nun geht's los. Die Geschichte beginnt nachts während eines Sturms. Der Steuerer eines kleinen Bootes versucht den Kahn durch eine dichte Nebelsuppe zu führen. Doch dann wird er vom Arm eines gigantischen Kraken geschnappt und soll noch draußen gezogen werden. Er kämpft wie ein Wilder, sich nicht seinem grausigen Schicksal geben zu müssen. Aber plötzlich lässt der Kraken los. Ein riesiges, menschenähnliches grünes Kaijin liefert sich einem Kampf mit dem Meerestier und vertreibt es, um dann sofort den Kahn zu attackieren. Der Ruderer überlebt schwer traumatisiert und wird von der Küstenwache intensiv befragt. Aber er redet immer nur von einem. Es war Frankenstein. Die Küstenwache nimmt Kontakt zu Dr. Stewart nach Kyoto auf. Er und sein Team sind dafür bekannt, ein Frankenstein-ähnliches Wesen erschaffen und aufgezogen zu haben und gelten als Experten. Doch sie bestreiten, dass ihr Geschöpf der Menschenfresser ist. Er war stets friedlich und hatte durch Akemis Erziehung so etwas wie Menschlichkeit erfahren. Doch dieser brach eines Tages aus dem Labor aus und war seitdem nie mehr gesehen. Das grüne Frankensteinwesen wird derweil immer öfter gesehen und tötet Menschen. Es kommt nur dann heraus, wenn es dunkel oder bewölkt ist und meidet die Sonne. Am Flughafen Haneda zeigt er sich erstmals einer Vielzahl von Menschen und geht auf Beutefang und wird auch fündig. Doch glücklicherweise erstrahlt die Sonne hinter einer Wolke und vertreibt das menschenfressende Kaijin. Dr. Stewart und sein Team bestreiten noch immer, dass es ihre Kreation war, die momentan für Furcht sorgt. Doch die Presse ist davon nicht überzeugt. In den japanischen Alpen werden zur gleichen Zeit gigantische Fußabdrücke gefunden, die die Haltung des Teams untermauert. Doch die Situation eskaliert. Das Militär fängt an, den Grünen zu jagen, als dieser nachts an Land geht. Zuerst wird er mit klassischem Panzer- und Granatbeschuss attackiert, doch gegen einen Kaijin kann das nichts bewirken. Erst als die Mesa-Kanonen und das dazugehörige Laserstrahlensystem installiert und benutzt werden, kann der Grüne aufgehalten werden. Und der muss allerhand einstecken. Die kleinen Geschütze und vor allem die Mesa-Kanonen können ihn so schwer verletzen, dass sein Ende unmittelbar bevorsteht. Doch die Mission kann nicht zu Ende gebracht werden, da die Stromzufuhr in einem Fluss unterbrochen wird. Das braune Frankensteinwesen erscheint. Er hat seinen wilden Bruder gehört, eilt ihm zur Hilfe und nimmt ihn mit in sein Versteck in den Bergen. Ab jetzt haben die beiden auch im Film offizielle Namen. Der Grüne wird Gaira und der Braune wird Sanda genannt. Das Militär sucht die beiden fieberhaft, doch finden können sie nicht. Sandas Hilfe scheint derweil zu wirken. Gaira erholt sich sehr schnell. Dr. Stewart und Akemi befinden sich ebenfalls in der Gegend und setzen ihre Untersuchungen fort. Als sich der Nebel zuzieht, bemerken sie nicht, dass Gaira bereits eine kleine Gruppe von friedlichen Wanderern ausgemacht hat. Sie fliehen vor ihm und Akemi rutscht in eine Klippe ab, kann sich aber an einem Ast gerade so festhalten.
Als langsam ihre Kräfte nachlassen, erscheint Sander und rettet sie. Bei dem Versuch wird sogar sein Bein durch einen Felssturz angebrochen. Akemi versucht zu ihrem einzigen Schützling eine Bindung wiederherzustellen, doch Sander weiß, dass diese Zeit niemals wieder zurückkehren wird. Als er später in sein Versteck ankommt, bemerkt er, dass sein grüner Bruder Gaira die Wanderer brutal zerfleischte. Sander merkt, dass Gaira ein böses Wesen ist und greift ihn an. Doch durch seine Verletzung kann er nicht richtig kämpfen und Gaira kann entkommen. Das Militär ist nun wieder involviert und jagt den Menschenfresser. Leider wollen sie auch den gutartigen Sander töten, da durch einzelne Frankenstein-Zellen immer wieder ein neues Wesen entstehen wird. Gaira taucht in Tokio auf und sorgt für Chaos. Akemi erfährt, dass Sander ebenfalls in Japans Metropole angekommen ist. Beide Giganten nähern sich dem Stadtkern. Akemi will erneut ihren Sander sehen, doch Gaira schnappt sie. Schließlich taucht Sander auf und Gaira lässt von Akemi ab. Beide Riesen liefern sich in Tokios Stadtzentrum einen Zweikampf der Giganten. Die zwei Kaijin verlagern später ihren Kampf in die Bucht von Tokio. Das Militär attackiert beide mit Bomben aus der Luft und verursachen dadurch den Ausbruch eines unterirdischen Vulkans. Das Wasser fängt an zu kochen, der Berg erhebt sich aus dem Meer und beide Frankensteinwesen verschwinden im dichten Qualm des Feuerberges. Nach den Erlebnissen der Nacht liegt Akemi im Krankenhaus und sie erfährt, dass beide bei dem Vulkanausbruch ums Leben kamen. Nun zu meiner Bewertung. Der Aufhänger ist der moralische Gegensatz von Sander und Gaira und dieser ist perfekt inszeniert. Die Handlung hat aber einen kleinen Makel, und zwar das Ende. Denn dass die beiden Frankenstein-Brüder aus dem Nichts durch einen Vulkanausbruch sterben, ist ein absoluter S-Pull. 9 Gs. Und aufgrund der geringen Größe der Frankenstein-Brüder sind die Modelle viel detaillierter als in anderen Torfilmen. Und das sorgt dafür, dass die Kulissen fantastisch aussehen. Vor allem die Szene im Wald und deren Abknicken, als die Maser Cannon den Beschuss beginnen, zeigt die absolute Perfektion. 10 Gs. Die Musik von Akira Ifukube passt perfekt zur düsteren und dramatischen Stimmung des Films und sein Masermarsch ist bis heute eines der besten Stücke. Doch eine Sache stört mich, und zwar das Lied Feel in My Heart von Kip Hamilton. Diese Szene geht viel zu lang und dass es sich komplett schief anhört, tut sein Übriges. 9 Gs. Ausnahmsweise ist die Armee nicht komplett unterlegen und kann wirklich auf Augenhöhe mitkämpfen. Und auch die Kämpfe zwischen den Frankenstein-Brüdern sind flott umgesetzt. Insgesamt bieten sie permanent eine gute Unterhaltung. 9 Gs. Der Spannungsaufbau ist durch das Rätsel von Sanders scheinbaren Charakterwechsel super gelungen und wird vor allem durch die dunkle Atmosphäre aufgebaut. 10 Gs. Und damit komme ich insgesamt auf 48 Gs. Dieser Film zeigt uns eine sehr gut durchdachte Geschichte. Autor Takeshi Kimura zeigt uns hier ein bewusst Gut gegen Böse Schema. Honda zeigt uns durch seine Erzählweise bezüglich Sander, was Menschlichkeit ist und bewirken kann und was passiert, wenn Wesen wie Gaira sich selbst überlassen werden. Es ist wieder mal toll erzählt und eines der besten Skripte überhaupt. Und die eingebauten Horrorelemente machen den Film sehr sehenswert. 10 Gs. Die Spezialeffekte sind nach meiner Meinung die besten, die in der gesamten Showa-Ära des Genres gemacht wurden. Tolle Kulissen, tolle Kostüme und die Maserkanonen sind einfach ein Traum. 10 Gs. Akira Ifukube legte für diesen Film mit dem Masermarsch den besten Militärmarsch seiner gesamten Karriere hin. Es ist ein brachialer Ohrwurm, einfach nur Wahnsinn. Aber auch das Frankenstein-Thema ist schön dramatisch, da es super zu der düsteren Atmosphäre passt. 10 Gs. Zu den Kämpfen zähle ich auch die Angriffe des Militärs gegen Gaira und diese sind toll und flott geschnitten. Auch wenn Sander und Gaira aufeinandertreffen, kann man über die Kampfchoreografie nichts Schlechtes sagen. Im Gegenteil, die Kämpfe sind ernst und voller Dramatik. 10 Gs. Der Film zählt meiner Meinung nach zu den spannendsten des gesamten Genres. Immer wieder wird der Zuschauer durch die visuelle Stärke des Films in seinen Bann gezogen. Spezialeffekte, Musik und Schauspieler schaffen es jederzeit, die Aufmerksamkeit oben zu halten.
Was haushoch heraussticht, ist der temporeiche Schnitt, als die Mesa-Kanonen Gaira fertig machen. Der Wechsel zwischen den Einstellungen und das Schnitttempo gepaart mit der Musik sind einfach nur großartig. Zweikampf kann selbst dadurch mit heutigen Produktionen locker mithalten. 10 Gs. Damit komme ich auf 50 von 50 Gs. Volle Punktzahl. Zusammen mit Max seiner Bewertung kommen wir auf insgesamt 49 von 50 Gs. Frankenstein Zweikampf der Giganten, im Original Furanken Shootain no Kaiju Thunder Taigaira, ist perfektes Kaiju-Kino. Er ist noch weit mehr an Horrorelementen angelehnt als Frankenstein der Schrecken mit dem Affengesicht ein Jahr zuvor. Und das macht den Film so einzigartig und so unglaublich gut. Die Toho-Studios haben mit diesem Werk gezeigt, wozu ihre Kunst fähig ist. Und das kann man nur als exzellent beschreiben. Im nächsten Video schauen wir uns einmal an, wie dieser tolle Streifen von Regisseur Shiro Honda entstanden ist. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Bis dann! Es war Frankenstein.